Nachdem Sie Ihr Dokument in den Microsoft Office-Anwendungen korrekt angelegt und exportiert haben, können Sie die Barrierefreiheit Ihres PDF-Dokuments in Adobe Acrobat Pro finalisieren. Mehr zum Vorgehen in Microsoft Office erfahren Sie in den 3 Videotutorials Barrierefreies Layout in Microsoft Office, barrierefreie Word-Dokumente und barrierefreie PowerPoint-Präsentationen. Sehen wir uns nun Schritt für Schritt an, wie Sie in Acrobat Pro Version 2020 vorgehen. Zuerst sollten Sie unter Datei, Eigenschaften den Titel Ihres Dokuments ergänzen. Damit der Screenreader, eine Vorlesesoftware für Sehbeeinträchtigte, den Titel auch vorliest, statt des Dateinamens, wählen Sie unter Ansicht beim Öffnen unter Einblenden den Dokumenttitel aus. Unter Erweitert legen Sie die Dokumentsprache fest. Nun sehen wir uns die sogenannten Tags an. Diese sind für die Barrierefreiheit eines PDFs unerlässlich. Sie definieren zum Beispiel, ob ein Text eine Überschrift oder ein Absatztext ist und weisen eine Grafik oder Tabelle als solche aus. Da wir in Word mit Formatvorlagen gearbeitet haben, sind die Tags bereits vorhanden. Der Dokumenttitel ist korrekt als Überschrift H1 gekennzeichnet, die Kapitelüberschrift als H2, der Absatztext mit P als Absatz. Sollte Ihr PDF über keine Tags verfügen, können Sie über den Reiter Barrierefreiheit das Dokument automatisch taggen lassen. Dies funktioniert meist recht gut, oft ist jedoch eine manuelle Korrektur erforderlich. Da die Tabelle in Word mit dem Tabellenwerkzeug angelegt wurde, ist sie bereits als Tabelle getaggt. Wichtig ist hier, dass die Zellen der ersten Zeile mit dem Tag TH für Table Heading ausgezeichnet sind, die anderen Zellen mit TD für Table Data. Falls bei Ihrer Tabelle oder bei anderen Tags etwas falsch ausgewiesen sein sollte, können Sie mit einem Rechtsklick auf den Tag die Eigenschaften aufrufen und den Tag-Typ ändern. Nun geben Sie Ihrer Tabelle noch einen Titel, indem Sie das Lesereihenfolge-Fenster öffnen und per Rechtsklick auf der Tabelle Tabellenübersicht bearbeiten anwählen. Hier fügen Sie den Titel ein. Als nächstes prüfen Sie die Reihenfolge, in der Ihre Inhalte vom Screenreader vorgelesen werden. Diese wird Ihnen in Form einer Nummerierung angezeigt. Sollte etwas nicht stimmen, ziehen Sie das Element mit gedrückter Maustaste an die richtige Stelle. Eine weitere hilfreiche Funktion, um im Dokument navigieren zu können, sind die Lesezeichen. In unserem Fall wurden sie bereits automatisch aus der Tag-Struktur erzeugt. Falls bei Ihnen noch keine Lesezeichen vorhanden sind, können Sie diese über den Befehl Neues Lesezeichen aus Struktur auf Grundlage der Tags erstellen. Über die Option Alternativtext festlegen können Sie die bereits in Office angelegten Alternativtexte Ihrer Bilder noch einmal prüfen und gegebenenfalls ergänzen. Nun können Sie die Barrierefreiheit Ihres Dokuments testen, indem Sie Prüfung der Barrierefreiheit und als Kategorie Dokument auswählen. Links sehen Sie den Prüfbericht. In unserem Fall gibt es noch 2 Meldungen. Sie erfordern eine manuelle Prüfung. Die logische Lesereihenfolge haben wir eben überprüft. Wir können also mit einem Rechtsklick Bestanden auswählen. Die nächste Meldung betrifft den Farbkontrast. In unserem Fall ist jedoch alles in Ordnung, da wir mit schwarzer Schrift auf weißem Grund gearbeitet haben. Damit Ihr PDF als technisch barrierefrei gilt, sollten Sie es im letzten Schritt als PDF/UA-kompatibel kennzeichnen. Dazu wählen Sie die Option Pre-Flight und hier den Schraubenschlüssel. Unter Dokumentinformationen und Metadaten wählen Sie den Menüpunkt PDF/UA
/UA-Eintrag setzen und klicken unten rechts auf Korrigieren. Nun können Sie das finale PDF abspeichern. Bei Fragen melden Sie sich gern bei der Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie unter chancengleichheit@uni-leipzig.de.